Grüß euch, ich bin's, die Ramsel. Gleicher Ort, ein Jahr später. Wir sind wieder für euch unterwegs beim Bikepark Opening in Schladming. Wir werden ein bisschen mit den Leuten plaudern, was es so Neues gibt. Seid auf jeden Fall gespannt. Send it. Wir treffen jetzt in Luca Hacker. Da ist er ja schon. Hi Luca. Hey, weißt du was? Treffen wir uns bei der World Cup Downhill unten. Du bist ja seit heuer ganz frisch bei uns in der Trail Crew dabei. Hat sich da jetzt eigentlich was verändert bei deiner Ansichtsweise, jetzt wo du weißt, wie viel Arbeit da dahinter steckt? Ja, also ich habe schon gewusst, dass es viel Arbeit ist, aber wenn es das noch selber so die Kurven klatscht, halt, das ist schon ein gescheiter Haken. Halt. Du warst ja letztes Jahr und auch 2019 bei mehreren Videoproduktionen dabei, unter anderem auch mit Stevie Schneider. Ja, voll. Und zusätzlich hast du ja unseren How to be a cool rider dargestellt. Jawohl. Kannst du uns ein bisschen was so all over erzählen, wie das so gelaufen ist? Ja, im Endeffekt, beim Filmen ist sehr wichtig, dass man auch einfach Spaß dabei hat und dass man sich nicht versteht in meinen Augen und alles so bleibt, wie man ist. Und ein bisschen lustig soll es jetzt sein, weil es schon so Spaß auch dabei sein und einfach feel free und das machen, wie man will. So. Wir treffen jetzt gleich einen von unseren Shaper in Fogi und er wird uns einen kleinen Einblick geben in die Arbeit der Trail Crew. Hi Fogi! Servus Ramsen. Alles klar? Sowieso. Wir haben dich im Herbst das letzte Mal getroffen. Was hat sich seit letzter Saison im Bikepark Schladming alles getan? Ja, wir haben die Jumpline noch fertig gebaut, wo wir sie getroffen haben. Dann haben wir die Kesslerline haben wir hergerichtet, Ferry Trail haben wir neu gebaut und eigentlich alles hergerichtet unter der Mittelstation. Und was ist eigentlich dein Lieblingspart an deinem Job da im Bikepark? Checkrun. Okay, und kannst du uns kurz erklären, warum dir das so taugt? Ja, gutes Wachwerden in der Früh und gleich mal mit dem Spaß in den Tag starten. Ich habe ja gehört, letztes Jahr war es das erste Mal für dich am Bike. Das heißt, der Checkrun war der Einstieg in den Bikesport. Wie hat sich das für dich angefühlt? Ja, der erste Checkrun war eher wild, weil wir Rookie Downhill fahren haben müssen. Und ja, war ein bisschen hart, aber war lustig. Seitdem stehe ich drauf. Sehr gut. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz zusammenfassen, wie man sich als Rider im Bikepark Schladming der Trail Crew gegenüber sozusagen trailfreundlich verhaltet. Ja, wenn wir frisch gebaut haben und das absperren, wäre es vielleicht nicht schlecht, wenn man da nicht reinfährt, weil es kann leicht sein, dass da nur ein Bagger drinnen steht. Und ja, so Pirate Lines durch den Wald ist nicht das Beste. Das heißt also, die Beschilderung einfach wirklich einhalten. Und es ist ja für euch als Shaper total wichtig, dass das respektiert wird. Schon, ja, weil manche Stellen ist schon gefährlich, wenn man da schiebt und die Leute fliegen einfach vorbei. Was möchtest du seitens der Trail Crew oder der Community sagen? Ja, wir finden es voll geil, das ganze Feedback und die Cheers von den Rider und ja, keep on prepping. Voll lieb. Wir treffen jetzt gleich einen Peter. Er ist verantwortlich für die Strecken im Bikepark und hat sicher einige interessante Sachen zum Erzählen. Was wird uns heuer alles Neues erwarten? Heuer neu quasi die Verlängerung von der Flowline von der Mittelstation bis zur Landesstraße ist der Ferry Trail quasi umgebaut worden auf eine Flowline. Die komplette Kesslerline ist saniert worden, die Downtown Line ist neu gebaut worden, auf der Downhill World Cup sind einige Passagen umgebaut worden. Welche Infrastruktur bietet eigentlich der Bikepark noch abseits von den Strecken? Vom Bike Center über die Bike School, Backhall, über die ganzen Strecken in der Region, wo man quasi außerhalb des Bikeparks auch noch sehr viele coole Sachen machen kann. Sehr viele Ausflugsziele, aber auch nicht unwesentlich ist, dass man halt in Schladming mit den Bikestrecken im Bikepark direkt ins Stadtzentrum runterkommt und da natürlich auch die Annehmlichkeiten von Bars, Restaurants und Supermarkt und alles hat. Kostenlose Parkflächen, Biker-Camping ist da, also kostenlose Duschen, also alles, was man eigentlich braucht. Also wir stehen jetzt da bei der Mittelstation und neben mir ist der Moritz. Ich kenne Moritz schon relativ lang. Er besucht den Bikepark Schladming richtig oft. Hi Moritz, wie geht's dir? Hey, mir geht's richtig gut, danke. Jetzt, wo der Bikepark wieder offen hat, was sagst du, was hat sich verändert? Gefällt es dir? Wie ist es für dich?
Im Endeffekt, was mir aufgefallen ist, es ist um einiges flowiger geworden. Gerade die Kurven sind so, dass du schön schnell fahren kannst und dass du einfach nicht ausbremst wirst im Endeffekt. Und das ist im Endeffekt jetzt für alles, für jeden was dabei. Wie würdest du das jetzt für wen beschreiben, der noch nie am Radl gesessen ist? Wie ist das so, wenn man da die Downhill-Strecken runterfährt? Ja, also im Endeffekt ist es einfach nur richtig geil, weil wenn man sich, das ist das Gute da, man kann sich im Endeffekt mit der Flowline einfahren und alles mal kennenlernen und sich dann immer weiter steigern. Und wenn man dann wirklich Downhill und so mal fahren kann, ist es halt einfach richtig ein geiles Gefühl, weil es einfach so schön schnell ist. So, wir sind jetzt da schon in der Talstation herunten und stehen direkt vor der Bründel Sports Bike World. Die ist seit heuer komplett neu. Also schauen wir mal, was da drinnen so gibt. Wir haben da jetzt im Patrick da, er ist der Bike-Profi in der Bründel Sports Bike World. Und Patrick, es hat sich ja einiges verändert, aber es ist doch auch einiges gleich geblieben. Wir haben jetzt den Radlverkauf mit dabei, also auch mit E-Bikes, aber auch sehr viel Enduros, Downhill-Bereich, also wir haben wirklich jede Radlart da. Und ansonsten wir haben weiterhin natürlich auch noch die Werkstatt, wo sich unsere Profis um eure Radl kümmern. Und da schauen wir, dass das schnellstmöglich wieder erledigt ist, dass ihr gleich wieder losstarten könnt und nicht lange Wartezeiten habt. Du tust ja selber auch gern Radl fahren. Wie hast du angefangen und was fasziniert dich da dran so? Also ich habe jetzt relativ jung schon angefangen mit dem BMX fahren. Bin dann weiterhin ein bisschen in Dirt reingekommen, also reingeschnuppert. Und dann bin ich auch drauf gekommen, dass man mit dem Downhill-Fahren eigentlich beides sehr gut verbinden kann. Also auch gerade jetzt bei uns mit der neuen Jumpline, da ist es wirklich cool, da kannst du die Tricks wirklich auch cool mit dem Downhill umsetzen. Und ja, faszinierend mit der Bikepark, weil er wirklich so vielfältig ist und du halt wirklich auch geile Strecken hast, die Strecken über super geshaped sind und einfach ein geiler Bikepark ist. Ja, sehr gut. Dann wünschen wir euch eine erfolgreiche Saison. Ja, danke. Danke. Ja, wir sind jetzt aber Markus Beckoll. Und Markus, wie ist es jetzt, wenn ich sozusagen einfach ein blutiger Anfänger bin und ich möchte jetzt bei der Bike School Beckoll ein Coaching buchen? Wie läuft das an und was gibt es da für ein Angebot? Es läuft ganz einfach ab. Wir fragen, wie es dir geht, wie viel bist du schon gefahren, wo ist deine Erfahrung, und da holen wir dich ab, da geben wir dir Feedback, geben dich im passenden Kurs, ob Gruppenkurs, ob es Privatkurse sind, ob es dann Kindercamps zum Beispiel sind für die Kids. Das wird sich im Gespräch ausstellen und finden für dich noch einen passenden Coach und die passenden Kursinhalte. Wenn ich jetzt aber doch schon sehr fortgeschritten bin, finde ich da auch ein Angebot in der Bike School? Ja, natürlich. Das ist natürlich den Background, was ich habe, als ehemaliger Weltcup-Fahrer mit dem Gresou, was Vollgasrennen gefahren ist und andere Rennen gefahren ist das klar einer unserer Kernthemen. Aber genau da gehen wir auch ganz zurück zu den Basics, zur Grundposition, zur Körperspannung, wie ist mein Körper am Radl, weil das ist dann die Basis wirklich für die Fortgeschrittenen, wie ich richtig springen, richtig Kurven fahre. Man darf ja sagen, dass seit letztem Jahr die Bike-Szene einen richtigen Aufschwung erlebt hat, was ja sehr positiv ist. Aber wie siehst du jetzt den Trend in Österreich im Bereich Bike? Den Appell, was ich im Moment noch richten kann, also Bike ist für mich vom E-Biker, der was gerade angefangen hat, bis zu mir als Downhiller, was ich schon 20 Jahre tue und einfach gerne auch Trails und so weiter fahrt. Wir sind eins für die Politik und wir müssen da zusammenhalten und uns als Ganzes sehen, dass wir stark auftreten können und so auch wachsen können. Aber dass wir mehr legales Angebot brauchen, das erklärt sich von selber. Ja, jetzt hat es halt leider schon ein bisschen zugezogen, aber das hält uns nicht davon ab, dass wir mit unserem Bikepark Schladming Rider, mit dem Markus Dagsbacher, jetzt ein Gespräch haben. Hallo Markus. Grüß dich. Du kriegst ja die Saison Verstärkung, weibliche Verstärkung, was sehr besonders ist, nämlich von der Sarah Schieder, die erste Bikepark Schladming Riderin. Was hältst du davon und wie geht's dir damit? Ja, ich finde es richtig klasse, die Sarah da an Bord zu haben. Ich habe sie voriges Jahr beim Shooting kennenlernen dürfen. Ist eine richtige Liebe, und wer sie auf Social Media verfolgt, der sieht, dass das Dirndl einfach richtig Spaß am Radfahren hat und nur dazu extrem stylisch fährt. Also meiner Meinung nach sicher die perfekte für den Job, und freue mich schon auf die Zusammenarbeit mit ihr. Auf jeden Fall ist es ja so, dass die schwierigen Bedingungen durch Corona sich ja auch sehr auf die Bike-Szene ausgewirkt haben. Hat sich das auch persönlich auf dich ausgewirkt oder ist für dich alles normal geblieben? Ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war es schon ein bisschen schwierig, weil ich mich im Winter ein wenig aufs Rennenfahren auch vorbereitet gehabt habe und wieder ein bisschen mehr trainiert habe, nach ein paar schwierigen Jahren, die ich gehabt habe vorher. Und habe mich echt schon darauf gefreut, und das war natürlich ein bisschen ein Rückschlag, aber nichtsdestotrotz sind wir sehr, sehr viel zum Radfahren gekommen, weil zum Glück alles immer offen gehabt hat und wir die Möglichkeit gehabt haben. Und nicht nur ich glaube, dass auch extrem viele andere Leute, die sonst nicht so
viel am Radl unterwegs gewesen sind, eben dazu gekommen sind und mehr Leute, mehr Trails, mehr Möglichkeiten ist natürlich immer gut für die Szene und ja, alles in allem sind wir, glaube ich, ganz gut davor gekommen. Super, danke dir, Markus. Danke. Das war es jetzt von unserer Seite vom Saisonopening da im Bikepark Schladming. Wir freuen uns auf die Saison und natürlich, wenn wir recht viele von euch bei uns begrüßen dürfen. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unsere Social Media Kanäle ein Like da lasst und vielleicht wollt ihr sogar kommentieren, wie euch das Ganze gefallen hat. Wir sehen uns auf jeden Fall bald wieder.